Glück auf und Howdy aus Austin in Texas und herzlich willkommen hier zu diesem speziellen Spezialvideo über die National Championships im Texas Barbecue beim Austin Barbecue. Und wir haben tatsächlich daran teilgenommen. Ich habe sogar mein Wettkampf-Shirt an heute. Ja, wir wollen euch ein bisschen Einblick geben. Darum viel Spaß bei diesem Video. Die Achtermeilen in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Ja, wir haben lange überlegt, wie wir dieses Video aufbereiten können, dass es nicht zu langweilig wird bei euch. Denn es ist ja so, ihr könnt ja nichts schmecken und nichts riechen in diesem Video, ne? Was echt schade ist, weil es schmeckte hervorragend und riecht bis heute noch. Ja, ich habe gerade die Mikrofone aus dem Rucksack geholt. Wir wollen ja zeitnah berichten. Und der Rucksack, der riecht nach Rauch, das ist abgedreht. Ja. Ja, wir waren beim Texas Barbecue Wettkampf, beim Austin Barbecue Wettkampf und der fand statt auf dem Rodeo-Platz in Austin. Ist immer eine Woche vor dem Rodeo, gibt es die Barbecue-Meisterschaften und wir haben uns überlegt als Deutsche, wir nehmen einfach mal daran teil und unser Teamname ist die Bratwurst Cowboys. Absolut richtig. Wir sind ein deutsch-europäisches Team und dachten, was die können wir schon lange. Und naja, es war auf jeden Fall eine mega tolle Erfahrung. Und, Genau, also wir haben uns überlegt, die Bratwurst Cowboys, die werden mal eine Gaudi machen und einfach mal daran teilnehmen. Wir waren die einzig ausländischen Teilnehmer bei diesem Wettbewerb, ja. Was aber völlig okay ist. Wir können ja Englisch, das geht schon. Und wir haben das sehr ernst genommen. Stimmt, ein Team war auch noch international, nämlich mit Brasilien zusammen. Oh ja, stimmt, eine brasilianische Flagge haben wir gesehen. Ja, genau. Aber ob die wirklich aus Brasilien kam. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja, wir haben das auf jeden Fall sehr ernst genommen. Ein guter Freund von mir, der Thorsten, den werdet ihr gleich noch des Öfteren sehen in den Videos. Der ist ein Hobbyfleischer, würde ich das bezeichnen. Ja, also der macht hier selber Fleischwurst, Wiener Würstchen, Käsekreiner. Der macht Brisket, Pulled Pork und alles, was dazugehört. Der hat alle Maschinen, die man dazu braucht. Und das ist sein Hobby. Ne? Und da haben wir natürlich die beste Voraussetzung. Ja, genau. Und wer mich jetzt schon ein bisschen kennt oder uns kennt und immer wieder fragt, Tina, was vermisst du denn am meisten, sage ich Fleischwurst. Und da kam Thorsten letztens auf die Idee und macht die mir jetzt selber. Also mein absolut bester Freund, was das angeht. Thorsten ist unser Pitmaster, den haben wir also zum Teamchef ernannt und wir haben das sehr ernst genommen, denn wir haben auch trainiert dafür. Wir können ja nicht einfach zu dem Platz gehen und mit 2 gegen 273 Teilnehmer smoken, sondern wir müssen das ja vorbereiten und darum haben wir ein bisschen trainiert und das ist auch die erste Phase. Wir waren am Donnerstag, 2 Wochen vor dem Wettkampf, war ich trainieren beim Thorsten und das könnt ihr jetzt sehen hier. So, nach unzähligen Briskets, das viele in Europa, jetzt in den USA. Es ist eigentlich Business as usual. Wir machen einfach wieder einen Fullpacker. Diesmal mit der Besonderheit, dass wir jetzt die direkte Vorbereitung für die Brisket Competition machen. Und das heißt also, das Trim des Briskets, Flat ist unten, ja, Point hier oben. Das Trim des Briskets muss diesmal ein bisschen besser erfolgen, ein bisschen genauer, ein bisschen akkurater. Ich werde auch diesmal das Trim wirklich ganz, ganz stark nach Wettkampfform machen. Das heißt also, ich werde alle Burnedents werde ich versuchen wegzubekommen, schön stromlinienförmig, damit wir morgen unsere Variante 1 testen können, beziehungsweise wir werden in einer Variante bleiben, aber wir werden 2 Testläufe vorher durchführen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es ein sauberes Competition Brisket wird. (3:15 Uhr morgens, 3:30 Uhr AM. Es geht los zum Training. Ladies and Gentlemen, die 6 Stunden Smoken sind jetzt gleich vorbei und wir bereiten den nächsten Part vor. Das heißt, das Brisket, das kommt gleich in Butcher Paper und da bleibt es dann einfach drin, bis es die Temperatur erreicht hat.
Das war das Training. Wir haben Brisket gesmoked und wir waren eigentlich ganz zufrieden. Das Gute ist ja immer, wenn der Thorsten smoked, oder ich habe ja diesmal mitgeholfen, dann gibt es abends natürlich immer Fleisch, weil so ein ganzes Brisket, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo sind das? Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich habe keine Ahnung, aber das, was wir haben ein bisschen was mitgenommen und dort konnten wir mit der kurzen noch 2 Tage von essen. Das ist immer gut, ne? Also klar, so ein Brisket geht weg wie warme Semmel, aber das hält halt auch lange, ne? Ist halt ein Teil der ganzen Rinderbrust. Ja, das hat auf jeden Fall schon mal ganz gut geklappt. Wir waren also guter Dinge, dass wir den Wettbewerb da rocken können. Wir haben zwar nicht gedacht, dass wir das gewinnen, aber ich will gar nicht vorausschicken. Doch, wir hatten uns schon ein bisschen Hoffnung gemacht. Nach dem geilen Trainingsabend hatten wir da schon Hoffnung, dass wir hier ein sauberes Brisket abliefern. Und ob das wirklich ist, werdet ihr ja später noch sehen. Ja, danach ging es zum Aufbau. Der Zeitplan war also so: Donnerstagabend waren wir erstmal bei der Pitmaster Vorbesprechung. Und da ging es nochmal darum, die Regeln zu erklären. Aber vorher musst du echt mal sagen, was für ein Aufwand das ist, so einen Platz aufzubauen. Also du musst dir ja vorstellen, wir müssen dort für ein paar Tage bleiben. Das heißt, Zelten auf Stein ist nicht. Das heißt, wir brauchen so einen Camper quasi. Wie nennt man das? RV. Wo man drin schlafen kann. Der muss geliefert werden. Es müssen Tische aufgebaut werden. Natürlich haben wir es nicht gewusst, wie es am besten funktioniert. Also haben wir einfach mal überlegt, was passt zu uns. Die Grills müssen hingebracht werden, Stühle, Tische, Kühlschränke. Also es ist unglaublich viel, was man dann für die paar Tage da rankarren muss. Ja, genau. Also vorher gab es eine Liste, eine Auflistung, was man alles dazu buchen konnte und was man alles da braucht. Also zum Beispiel ist es ja so, du smokest ja draußen, ne, so, und du smokest die ganze Nacht durch. Das heißt, du brauchst irgendein Zelt, irgendeinen Unterstand, falls es immer regnet. Ihr werdet gleich ein bisschen überrascht sein. So, dann gab es halt Anforderungen, ne, weil wir ja da smoken, mit Feuer also arbeiten, muss das Ding natürlich feuerfest sein. Ne? So, das heißt, einer musste losrennen und ein feuerfestes Zelt kaufen. Richtig. Dann muss natürlich das Fleisch gekauft werden. Ne? Also das musst du natürlich mitbringen, das kriegst du ja nicht da zu smoken. Das wäre schön, oder? Das wäre schön. Dann hätten alle das gleiche Fleisch. Genau, dann den RV, den Tina erklärt hat, den musste man mieten, der wird da hingeliefert und müssen da Betten drin sein. Du kannst ja nicht die ganze Nacht auf den Füßen stehen. Wir werden sehen, ob das so war. Ja, und alles, also das ist schon ganz schön aufwendig, da hinzukommen. Ne? So, also auf jeden Fall waren wir Donnerstagabend dann eingeladen zur Pitmaster-Besprechung auf dem Platz, wo die Regeln erklärt wurden. Und das seht ihr jetzt. Es ist Donnerstagabend und es geht los. Wir sind auf dem Rodeoplatz und sind jetzt verabredet zur Pitmaster-Besprechung. Ne? Da geht es dann darum, irgendwie, wie ist der Ablauf, nochmal kurz Briefing, was hier so passiert. Und wir nehmen euch natürlich mit. Was ist denn deine Erwartung? Welchen Platz werden wir denn einnehmen? Naja, meine Erwartung ist ganz klar Top 5. Ne? Okay, Top 5. Sie hat die Richtung nicht gesagt, von oben oder von unten. Also wir gehen ein bisschen hier rum und dann gehen wir gleich zum Pitmaster-Vorbesprechung. Es ist ein bisschen windig und eigentlich hatten die auch Regen angesagt, aber Regen soll es jetzt wohl nicht mehr geben. Darum bin ich guter Dinge, dass wir hier trocken über die Runden kommen. Ja, ihr seht da hinten den Thorsten und den Carsten, die bauen tatsächlich unser Pavillon auf. Denn ab morgen Abend, morgen ist Freitag, morgen ist offizieller Wettkampftag und zieht sich dann bis Samstag rein. Das heißt, ich werde hier vor Ort spätestens um 22 Uhr sein. Und dann geht die Nacht hier durch. Wir werden das smoken. Und am Samstag ich glaube 5 Uhr ist Abgabe. Da müssen wir 6 perfekte Scheiben Brisket zaubern. Und da nehme ich euch natürlich mit. Ich kann euch leider nicht probieren lassen. Aber wenn ihr zufällig mal hier wart, dann hoffe ich, dass ihr hier mal vorbeikommt an unserem Stand. Ist auch blöd, ne? So ein Tipp, da kannst du auch nichts mitmachen, ne? Weil ist ja auch schon vorbei jetzt. Egal. I got a 4-350 and it's lifted. You can hop in and roll with me. Let me get you a drink, what you sippin'? Take you on a trip and let me show you what you're missing. Baby, you can take a ride and we can make a vibe. We can all go down tonight on the back of my truck. Yeah, on the back of my. Das war die Einführungsveranstaltung hier fürs Barbecue, fürs Cook-Off hier in Austin. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Es geht morgen los. Morgen um 9 Uhr müssen alle irgendwie vor Ort sein und die Inspektion über sich ergehen lassen.
Und dann geht's auch los mit der Abgabe. Und zwar die ersten, die abgeben müssen, ist auch eigentlich geil. Ne? 9 Uhr morgens Bloody Mary. Das ist, da sind die Judges schon um 10 Uhr hackedicht. Aber ist und dann geht's los. Und dann geht's los mit den Soßen. Ne? Die gibt es einmal die traditionelle Soße, Barbecue-Soße und dann die Specialty-Soße. Die wird abgegeben. Und danach kommen die Bohnen. Bohnen kann man ja auch machen, kannst den Bohnenwettbewerb mitmachen. Und die Regel war, in dieser Dose mit den Bohnen darf nichts größer sein als eine Bohne, sonst wird man disqualifiziert. Eine sehr strenge Frau. Ja, das war's. Also, morgen geht's los und da seid ihr natürlich wieder mit dabei. So, das war die Regelkunde. Ich finde immer, also die wichtigste Regel, die ich fand, war bei dem Bohnenwettbewerb, dass nichts in dem Topf sein darf, was größer als eine Bohne ist. Ich fand am wichtigsten, dass sie gesagt haben, Leute, wir wissen, das soll alles Spaß machen und wir haben eine Menge zu trinken hier. Bitte haltet euch irgendwie zurück. Wir wollen keine hier finden. Insofern... Wir haben welche gefunden. Also da komme ich später noch drauf zurück. Also es ist, wie Tina sagte, ne, du weißt ja, das Barbecue-Event, das geht halt über 2 Tage. Ne? Du bist halt 2 Tage da vor Ort. Der Thorsten war sogar 3 Tage da, weil sobald das aufgebaut ist und das Fleisch vor Ort war, muss der Pitmaster natürlich auch vor Ort sein. Das heißt, er darf den Platz nicht verlassen. Ja. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Biervorrat entsprechend war. Man muss ja über die Runden kommen. Und das bei 273 Teilnehmer, da ging schon die Post ab abends. Und für die, also für die Besucher, die da hinkommen, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also für euch, wenn ihr mal zu der Zeit in Austin seid, geht da auf jeden Fall hin, weil ihr zahlt nur einen 10er Eintritt und $20 Parken pro Auto. Das heißt, wenn ihr da mit 2 Personen hin seid, seid ihr mit $40 dabei und ihr habt den ganzen Abend Essen und Trinken for free. Es sind nur Donations gewünscht. Ja, niemand darf euch was verkaufen. Es ist alles zum Verschenken gegen Spenden. Und das könnt ihr ja immer selber entscheiden. Genau, dafür muss man kurz erklären, dass grundsätzlich dieses Barbecue-Event und auch das Rodeo danach ist eine gemeinnützige Veranstaltung. Das heißt, alles Geld, was da umgesetzt wird, eingenommen wird, geht der Jugend von Texas zugute. Das heißt, die unterstützen Scholarships, die unterstützen Schulen und Colleges, um halt texanische Kinder und texanische Jugendliche zu unterstützen. Und wer den gemeinen Texaner kennt, der weiß, der ist mega großzügig. Mega großzügig. Da geht schon mal so ein Huni da rein, ne? Und der geht ja nicht nur einmal zur Bar, sondern ein paar Mal, weil er immer weiß, es geht halt wirklich um etwas und hier wird super gerne zurückgegeben. Insofern ist das ein mega wichtiges Event für auch die nachfolgenden Generationen, dass die hier sich keine Sorgen machen müssen. Also der Leiter von diesem Barbecue, der hat an dem Abend, wo die Preisverleihung gesagt, dass im Jahr 2025 3,7 Millionen US-Dollar an Spenden zusammengekommen sind. Richtig. Das ist eine Nummer, ne? Wisst ihr Bescheid. 3,7 Millionen. Darum ist das eine sehr wichtige Veranstaltung hier in Austin. Darum, das Rodeo geht 2 Wochen oder 3 Wochen? Ich bin mir nicht sicher. 2 Wochen. 2 Wochen fängt halt nach diesem Barbecue-Event an. Ne? Also nächste Woche, wenn ihr das Video guckt. Und es geht tatsächlich nur darum, Spenden zu sammeln. Ne? Und das ist einfach auch ein Event. So, und wenn ihr so ein Brisket macht, also unsere Nachbarn zum Beispiel, die haben auch Pulled Pork morgens zum Frühstück gemacht, ne, oder Brisket-Tacos, da ist halt so viel Fleisch und die geben das natürlich ab. Ne? Also ihr werdet da wirklich verwöhnt. Ihr kriegt Getränke, Kaltgetränke, Bier, Wodka, alles ist da. Ne? Alles. Also Titus war mit einem Stand da, ne? Hat da natürlich auch Gadgets rausgehauen. Also das Event lohnt sich auf jeden Fall für einen schmalen Kurs, sich durch die ganze Barbecue-Litanei durchessen zu dürfen, inklusive Seafood Boil und Co. Das war schon spannend. Und das, was auch super spannend war, ein paar Leute von euch sind tatsächlich gekommen dahin. Also, das fand ich auch sehr cool. Das fand ich so toll. Die sind direkt zu uns an den Stand gekommen und haben gesagt so, hey, hi, wir haben gehört, dass es so ist. Und also wir erzählen nicht nur, es ist wirklich richtig toll. Also ein paar haben uns angeschrieben und sagen, welche Nummer seid ihr? Ich sage, wir sind Stand Nummer 43. Und dann standen die vor uns und sagen, ich sag, ja, Bierchen? Sehr cool, coole Nummer. Ja, das war auf jeden Fall das. Als nächstes ging es dann weiter mit dem Freitagabend. Also die Teammitglieder, die bestanden aus einem Italiener, einem Schweizer, und Carsten ist aus Malta, ne? Und Thorsten und André aus Deutschland, beziehungsweise Thorsten wohnt auch eigentlich in Malta oder wohnte in Malta, bevor er hingezogen ist. Und natürlich die 2 Damen hier, also Thorstens Frau, die Sandra, liebe Grüße, und die liebe Tina als unsere Rückendeckung. Wir beide waren noch abends schnell auf einem Event.
Da gibt es nochmal ein gesondertes Video zu. Und dann war ich abends um 22:05 Uhr auf diesem Platz an dem Freitagabend. Und da ging das los. Was wir gemacht haben ist, wir haben dann ein bisschen gewartet, wir haben ein bisschen besprochen, wie das Feuermanagement ist, ne? Weil du musst ja immer bestimmte Temperaturen einhalten. Da kannte der Thorsten sich natürlich super aus und wir haben das ja auch trainiert, wie ihr gesehen habt. Ja, und dann ging das los, Freitagabend. Und ich habe ein bisschen gefilmt und schaut mal rein. I got a Ford 350 and it's lifted. You can hop in and roll with me. Let me get you a drink, what you sippin'? Take you on a trip and let me show you what you're missing. Baby, you can take a ride. Was denen übrigens wirklich, wirklich wichtig war, bei dieser Veranstaltung zu sagen, dass man sich hier nicht betrinken soll. Ja, also wer hier besoffen aufgefunden wird, haben die gesagt, der wird hier des Platzes verwiesen. Und der Law Officer hat gesagt, man soll sich aber trotzdem die Nummer auf den Arm schreiben, damit man danach auch wieder, wenn man nüchtern ist, wieder zurückgebracht wird. Ja, so ist das. Also die achten hier ein bisschen darauf, dass das nicht ausufert. Und soll ich euch was sagen? Wir waren die Einzigen in dieser Veranstaltung, die kein Bier dabei hatten. Und das als Deutsche. Das holen wir jetzt nach. Be my babe. Romance on the road while we're headed to the show. See, I got what you need, one thing for sure. Now you know, baby, you can take a ride and we can make a vibe. It can all go down tonight on the back of my truck. On the back of my truck. On the back of my truck. Yeah, on the back of my truck. Es ist Freitagmittag und alles ist erledigt. Das heißt, irgendwie die Health Inspection war da. Wir haben Hand Sanitizer vorweisen können. Und Fire Inspection weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben die uns vergessen. Egal, wie dem auch sei. Jetzt ist erstmal nichts mehr zu tun. Um 4 Uhr machen hier die Tore auf und dann kommt das Publikum rein. Und ich fahre jetzt wieder nach Hause, gehe zur Tina und noch auf einem kleinen Event und bin dann abends um 22 Uhr wieder hier. Und dann geht eigentlich erst der Wettkampf los. Dann geht das Smoken los und dann nehme ich euch natürlich mit. Ladies and Gentlemen, es ist Freitagnacht um 22:30 Uhr und wir werden in einer Stunde, kurz vor 12 Uhr, das Brisket auf den Smoker da legen. Der Smoker ist noch nicht an. Der Thorsten, der holt jetzt das Brisket aus dem Kühlschrank raus und lässt es aufwärmen. Und dann werden wir um ca. 12 Uhr Mitternacht den Smoker anheizen. Ja, und dann geht's los. 6 Stunden Temperaturmanagement im Smoke. Und dann nochmal, ich glaube, 8 Stunden, also bis zur Abgabe im Butcher Paper, 1 Stunde ruhen. Ja, könnt ihr euch ausrechnen. Die Nacht wird hart, aber wir sind versorgt. When I pull up on the scene, it hit different. Cause ain't nobody whipping how I'm whipping. We can leave the house, bring the dog and my guitar. Fill up on some diesel, yeah, we about to take it far. Got my pole in my tackle box for the lake. We going fishing, yeah, you gon' be my babe. Romance on the road while we headed to the show. See, I got what you need, one thing for sure. Now you know, baby, you can take a ride and we can make a vibe. It can all go down tonight on the back of my truck. On the back. Hochverehrtes Publikum, es ist 2 Uhr nachts, also 2 AM. Und ich habe gedacht, auf diesem Barbecue-Wettbewerb würden jetzt alle hier stehen und smoken. Aber irgendwie pennen die alle. Und wir sind fast die Einzigen auf diesem Barbecue-Platz, die noch smoken oder jetzt angefangen haben zu smoken. So, und ich weiß nicht, ob es da verschiedene Techniken gibt. Also ihr wisst ja, das ist ja ein Hobby, ne? Und wir machen das ja auch nur für Spaß an der Freude. Aber die Profis hier, die haben gesagt, nee, wir pennen jetzt und dann fangen wir morgens um 8 Uhr an, dann machen wir richtig hohe Hitze und wir haben so geile Smoker, das geht auch so. Ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt, aber ich sehe den Sieg schon voraus. Die können alle gar nichts. Ladies and Gentlemen, es ist 6:30 Uhr und wir haben noch 50 Minuten, bis wir das Brisket-Gedönse hier in Butcherpapier einpacken und die Temperatur, falls euch das interessiert, sage ich nicht. Aber wenn ihr das wissen wollt, dann folgt ihr mir auf diesem Kanal. Yeah, on the back of my truck. Yeah. Es ist 7:17 Uhr und ihr seht, jetzt ist die Sonne da und es sieht eigentlich gut aus vom Wetter. Ja, das Brisket ist im Butcher Paper. Und jetzt heißt es eigentlich nur warten, bis die Temperatur erreicht ist. Und das wird so circa 6 Stunden dauern.
Ja, den Freitag haben die Jungs ganz gut überlebt und ich bin am Samstagmorgen direkt dazu gekommen, auch mit Sandra zusammen. Also wir haben die Jungs alle schön dort schlafen lassen und wir haben es uns gemütlich zu Hause gemacht. So sollte das auch sein. Aber als wir aufgewacht sind, ist die Welt untergegangen und zwar buchstäblich. Ich möchte einmal kurz noch ausholen. Ne? Also, weil Tina sagte, wir haben gut geschlafen da. Ne? Also ich habe nicht geschlafen. Ich habe von Freitagmorgen, wo ich aufgestanden bin um 8 Uhr, bis Samstagabend um 9 Uhr nicht geschlafen. Denn du kannst einfach auf diesem Platz nicht schlafen. Und wir hatten in diesem RV nur 2 Betten drin. Und ich hatte auch keine Lust, mich dann dahin zu legen. Das heißt, ich habe mir das so vorgestellt, das ist ein Long Flight, also ein Interkontinentalflug, den ich in der Economy Class verbringe. Und habe mich dann auf meinem Stuhl zusammengekauert mit dem Cowboy-Hut im Gesicht und habe dann den Freitag auf Samstag die Nacht einfach mal durchgemacht. Ist in meinem Alter, ich bin ja 82 Jahre, wisst ihr ja, da geht das noch. Ja, aber Tina hat recht, ne? Das böse Wetter hat sich angekündigt. Am Anfang, am Morgen sah noch super aus. Ne? Morgen war noch Sonne. Wir waren an dem Samstagmorgen da, wir haben ja noch gefrühstückt. Ja, das stimmt. Die Nachbarmannschaft, die hat Frühstückstacos gemacht, ne? Also wirklich vom Allerfeinsten. Eine Riesenplatte mit Fleisch da aufgefahren. Wir waren satt danach. Ja, und bei uns lag das Fleisch ja immer noch im Smoker. Und dann kam das Unwetter. Ja, und wenn es in Texas regnet, Leute, dann regnet es. Und dann ist auch wirklich zappenduster. Und ja, das hatten wir dann auch. Okay, und was soll ich aber sagen? Damit nicht immer nur das schöne Wetter hier auf YouTube erscheint. Ich habe es gefilmt. Viel Spaß dabei. I got a Ford 350 and it's lifted. You can hop in the road with me. Let me get you a drink, what you sippin'? Take you on a trip and let me show you what you're missing. Baby, you can take a ride and we can make a vibe. It can all go down tonight on the back of my truck. Yeah. On the back of my truck. Yeah. When I pull up on the scene, it hit different. Cause ain't nobody whipping how I'm whipping. We can leave the house, bring the dog and my guitar. Fill up on some diesel, yeah, we about to take it far. Got my pole in my tackle box for the lake. We going fishing, yeah, you gon' be my babe. Romance on the road while we headed to the show. See, I got what you need, one thing for sure. Now you know, baby, you can take a ride and we can make a vibe. It can all go down tonight on the back of my truck. On the back of my on the back of my truck. On the back of my yeah. On the back of my truck. On the back of my truck. So sieht ein Gewinnerbrisket aus, auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Morgen um 10 Uhr ist die Siegerehrung und wir kommen mit einem Pickup-Truck, weil der Preis ist ja ein bisschen größer. Aber unter die Top 100 kommen wir auf jeden Fall. Nein, es sind 300 Teilnehmer. Naja, aber die Rookies sind, glaube ich, nur 90. Wir spielen ganz weit vorne mit. So, trotz der Unwidrigkeiten, die ihr gerade gesehen habt, haben wir es dann tatsächlich geschafft, ein Brisket aus diesem Smoker zu ziehen. Und zwar war um 17:20 Uhr bis 17:30 Uhr war Abgabe. Und zwar mussten wir 6 Scheiben Brisket gleichmäßig geschnitten in eine vorgefertigten Teller Styroporform packen, mit einem QR-Code versehen und die dem Kampfgericht übergeben. Aber das habt ihr ja gerade gesehen, wie lecker das aussah, oder? Ich glaube, das ist uns richtig, richtig, richtig gut gelungen. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne, das war schon gut. Ne? Ich fand das super. Dafür, dass Sonnenwetter da war, also da sind viele tatsächlich dran gescheitert. Ne? Denn der Temperatursturz war da und Temperatursturz bedeutet auch, das wird kühler. Ne? Und kühler bedeutet, die Temperatur schwankt. So, und das ist natürlich nicht gut für einen gleichmäßigen Garvorgang, Smokevorgang oder was auch immer. Genau. Ja, viele haben aufgegeben. Ne? Viele haben aufgegeben, die haben es nicht hingekriegt, das auszugleichen. Die haben aber auch eine andere Methode verwendet als wir. Wir haben, glaube ich, die sehr traditionelle Methode verwandt.
Nein? Sagt der Thorsten gleich noch was Sagt er noch was zu? Im Interview. Also wir sind ja nicht die Grill-Experten, ne? Aber das stimmt schon, was die Tina sagt. Ne? Wir waren die Einzigen auf diesem Platz, die oldschool gesmoked Genau. haben. Also richtig oldschool. Und deswegen konnten wir das, glaube ich, viel besser, oder Thorsten konnte es deswegen viel besser ausgleichen. Ja. Naja, aber Abgabe. Abgabe ist schon nervös, wart ihr alle, ne? Also, Ja, also das, weißt du, die haben uns auch nervös gemacht, ne? Denn die haben gesagt, pass mal auf, irgendwie von 17:20 Uhr bis 17:30 Uhr ist Abgabe, kommst du eine Minute später, hast du Pech. Dann kannst du nicht mehr abgeben. So, das heißt, wir waren also 5 Minuten vorher da, so, und alles war total unspektakulär eigentlich. Ja, ne? total. Da Seht war, ihr jetzt. Da war eine Tante, ihr guckt selber rein. ja. So, das war die Abgabe, total unspektakulär. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben schon mal ein bisschen zusammengeräumt an dem Abend, ne? Und sind dann nach Hause gefahren. Ich habe mich ins Bett gelegt, das hatte ich verdient an dem Abend. Ja. Und wir mussten aber allerdings an dem Sonntag wieder früh da sein, nämlich spätestens 9 Uhr wieder auf dem Rodeoplatz. Da war dann kein Publikumsverkehr mehr, sondern dann ging es um die Siegerehrung. Und die Zeit wurde umgestellt. Das heißt, aus unserer Planung, dass wir irgendwie eine Menge schlafen konnten, wurde schon wieder nichts, weil 1 Stunde weniger. Das stimmt. Ihr hattet ja Glück, ihr habt noch nicht umgestellt. Wenn ihr das Video guckt, vielleicht, weiß ich nicht. Aber tatsächlich, also das heißt, wir sind morgens wieder aufgebrochen, haben uns mit dem Auto, mit unserem motorisierten Pferd auf den Rodeoplatz begeben und haben Platz genommen zur Siegerehrung. Also nochmal zur Erklärung. Vielleicht, damit ihr ein bisschen wisst, wie das so läuft. Ne? Wenn die Bilder, ich habe jetzt nicht die ganze Siegerehrung gefilmt, das wäre auch langweilig. Ja, ne? total. Aber Also selbst für uns war das irgendwann Ja, an einem sehr Punkt langweilig. mega langweilig. Aber es fand halt in der Arena statt, in der Rodeo-Arena, unten auf dem Sand. Ne? Und es wurden dann die verschiedenen Kategorien aufgerufen und man musste bei der Anmeldung eine Einmarschmusik angeben. Ne? So, und was hatten wir? Ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns. Wie ist Andreas Burani. Andreas Burani. Und ich bin mir sicher, wenn die Musik gekommen wäre, hätten die ganzen Texaner geguckt und so, what the... Jetzt hast du ja schon verraten, dass die Musik vielleicht gar nicht gekommen wäre. Vielleicht nicht. Nein, also die ersten 10, die wurden dann tatsächlich aufgerufen und haben einen Preis bekommen. Alle anderen konnten sich dann hinterher im Bewertungsbogen beim Kampfgericht abholen, weil wir wollen natürlich auch wissen, irgendwie, was ist da genau jetzt los gewesen, ne? Wie ist das Fleisch angekommen, ne? Waren wir schlecht, waren wir gut, haben wir knapp verpasst, ne? Also ich kann euch jetzt schon mal verraten, wir waren nicht unter den ersten 10 von 273. Wollen wir sagen? Nein. 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 Wir machen es spannend. Also Siegerehrung. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Guten Morgen, es ist Sonntag, wir haben 9 Uhr und Abbauen ist angesagt. Ja, hier wird gerade fleißig abgebaut und um 10 Uhr findet dann die Siegerehrung statt, beziehungsweise die Bekanntgabe des Ergebnisses. Und es ist wohl so, dass die ersten 10 Plätze, die bekommen etwas, die ersten 3 kriegen einen Pokal und ein bisschen Geld und der 10. Platz kriegt noch 150 US-Dollar. Ja, wir sind gespannt, wir sind ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich sind wir ein bisschen müde. Ich war gestern, ich glaube um 9 Uhr abends war ich im Bett und habe irgendwie bis 8 Uhr durchgeschlafen. Ja, ist halt ein bisschen anstrengend auch so ein Barbecue-Wettkampf, ne? Und das liegt nicht nur am Durchmachen der Nacht, sondern auch am ständigen Konsum von alkoholischen Getränken. Wir schauen mal, ich nehme euch gleich mit, ich filme ein bisschen da. Ich weiß nicht, ob die Bildqualität gut sein wird. Ich weiß nicht, wo wir da sitzen, aber vielleicht kriegt ihr ja ein bisschen was mit. Und vielleicht seht ihr uns ja auf dem Siegerpodestchen. Ach ja, und noch was, ne? Also wir fanden, unser Brisket war sensationell. Wir waren die wenigen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wir waren die wenigen, die noch traditionell gesmoked haben. Hier gibt es ganz viele, die machen so Commercial Smoking, ne? Und die haben irgendwie also die smoken dann nicht 6-7 Stunden im Rauch, sondern einfach nur 5 Stunden. Und die haben halt ein bisschen kürzer und ein bisschen heißer, damit die halt Brisket fürs Publikum produzieren können. Und wir waren die wenigen hier, die tatsächlich oldschool gesmoked haben mit Dampf, mit Smoke und dann mit Temperatur halten im Butcher Paper und mit Ruhezeit, mit Soft Rest und Hard Rest. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken, ob die Juroren das auch honorieren, dass wir die ganze Nacht hier uns um die Ohren geschlagen haben. Especially the chief cooks and everybody. OU Barbecue number 3. Fifth place for
Much, much, much later. So, Ladies and Gentlemen, das war die Austin Barbecue-Meisterschaft. Ja, der Platz ist erwartungsgemäß gewesen. Aber Komm, das war schon wirklich gut. Das war wirklich gut. Dafür, dass wir es zum allerersten Mal mitgemacht haben und Deutsche in Texas sind. Also, ich finde, das war okay. ja, absolut. Ich meine, wir haben die Rookie-Kategorie gewählt, zu Recht. Aber du weißt ja auch nie, wie die Geschmäcker sind. Ne? Ich glaube, die Texaner, die hier schon seit 20 Jahren Barbecue, die schmecken halt auch anders als wir. Ich finde, wir können stolz sein, dass wir was abgeliefert haben, was sehr gut war. Und der Bewertungsbogen der Kampfrichter, der war ja auch super positiv, oder? Finde ich auch, absolut. Und ich meine, dafür, dass es hier so geschüttet hat und es wirklich ein Unwetter war, was alles kaputt gemacht hat quasi, finde ich das nochmal richtig geil, dass wir überhaupt abgeben konnten. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei diesem Barbecue-Wettkampf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like, ein Follow da und folgt uns auf diesem Kanal. Wir werden bestimmt noch andere verrückte Wettbewerbe finden, wo vielleicht auch mal Frauen richtig nur teilnehmen. Ja, Bohnen kochen zum Beispiel. Weiter geht's. Das war die spektakuläre Sieger. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, welchen Platz wir gemacht haben. Und auch da, ne, hier hast du gefilmt, oder? Ja, ich habe den Zettel gefilmt, aber ich glaube, das sieht man nicht. Okay, wir sind geworden 161. von 273. Gutes Mittelfeld. Ich finde, das ist gar nicht toll. schlecht für German Boys, oder? Fürs allererste Mal. Wir hatten keine Ahnung, auf was die Wert legen. Wir wussten nicht, was lecker für die ist. Wir wussten einfach nicht, ne, worauf steht die Jury. Jetzt wissen wir es. Ja, wissen wir. Also zumindest haben wir mal so einen Bewertungsbogen gesehen. Ne? Also was der Thorsten perfekt hingekriegt hat, war der Rauchring. Ne? Also, weißt du, Thorsten ist Deutscher und der ist Perfektionist. Ne? Der Rauchring, der war unfassbar perfekt und gleich. Ne? Also da ist ihm wirklich gut gelungen bei den Wetterbedingungen. Ne? Hut ab dafür, Thorsten. Wenn du das guckst hier überhaupt, weiß ich nicht. Das hast du wirklich gut hingekriegt. Ne? Und auch so die Konsistenz fanden wir super. Letztendlich haben wir hohe Punktzahlen bekommen überall. Also wir haben in keinen der Kategorien wirklich abgekackt. Nein, nirgendwo. Sondern wir waren immer knapp vor, ey, das ist echt super. Ne? Ja, ja. Aber geschmacklich war auch gut, stand drauf. Ne? Also die haben gesagt, geschmacklich super. Hervorragend. Ne? Aber es war wohl in der Mitte ein bisschen zu trocken, den Jungs. Ja, ist halt normal, wenn man das ganz traditionell macht und da nichts reinspritzt. Genau, also wir waren der Meinung, dass man das nicht machen sollte, ne? Weil man das halt, das ist gecheatet, finde ich. Ne? Aber wir sind halt auch keine Profis, wir machen das nicht für Geld, wir haben das für Spaß gemacht. Und deswegen die damit Geld verdienen, die sind natürlich in den Top 10. Aber da verdient gar keiner Geld mit, weil Nein, ich meine im echten Leben. Ach so, im echten Leben. Leben. Ja, na klar, wenn du Barbecue professionell machst, ne, dann verdienst du Geld damit. So. Ich meine, da waren Smoker, da lagen teilweise 20 Briskets drauf. Ne? Ein riesen Gerät. Ne? Die Absolut. machen das Commercial. Da standen Smoker rum, die waren, glaube ich, $100.000 wert. Ich glaube 101 sogar. Meinst du? Ja. Nein, also das ist natürlich, die haben da ganz andere Techniken drauf, ne? Und die behandeln das Brisket natürlich auch anders, damit das immer gelingt und immer feucht und moistrig wird. Ne? Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ne? Das ist aber auch, für uns war das interessant dabei zu sein, ne? Und uns hat das riesen Spaß gemacht und wir wissen, beim nächsten Mal kommen wir auf jeden Fall da wird zweistellig. Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch der Anspruch. Genau. Ja, ich habe den Thorsten nochmal gefragt, nochmal so ein bisschen interviewt danach, was denn so das Geheimnis des Erfolges ist und ob er zufrieden war. Das guckt ihr euch auch noch an und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Interview mit Thorsten. So, ihr habt euch ja gefragt, wer hier der Pitmaster ist, der Herrscher des Briskets, der Smokergott vor dem Herrn hier aus Deutschland. Das ist der liebe Thorsten. Und der liebe Thorsten, der ist 161. geworden? 161, ja. Von wie viel? Ja, von 273, glaube ich, in Summe, was wir jetzt gerade gesehen haben. Einige haben wohl auch katastrophal mit dem Wetter zu tun gehabt und da haben wohl auch einige gar nicht abgeben können, weil es komplett overcooked war. Und wir hatten ja auch die Herausforderungen gehabt, du weißt ja selber, du warst ja dabei. Insofern, wir können eigentlich ganz zufrieden sein. Wir sind im Mittelfeld. Wir haben auf jeden Fall ein paar Punkte erkannt, wo wir sagen, das wissen wir fürs nächste Jahr, das können wir besser machen. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganzes Jahr gut zu tun, dass wir dann von 261 signifikant nach vorne kommen fürs nächste Jahr. Also ihr habt es gehört, es wird einen zweiten Teil geben. Der Thorsten hat gerade ausgerufen, dass wir nächstes Jahr unseren Titel 161 verteidigen und auf 160 mindestens gehen. Aber wir haben ja mit Leuten gesprochen, die nebenan waren. Du hast ja jetzt dich traditionell gesmoked, also so wie man das eigentlich früher gemacht hat. Ne? Wie haben die anderen das gemacht?
Genau, also wir haben Low and Slow gemacht. Also sind wirklich langsam über die gesamte Nacht gegangen mit einer niedrigen Temperatur. Es gibt da halt ein paar verschiedenste Techniken und die moderneren Techniken sind jetzt halt Hot and Fast und die gehen wirklich mit einem sehr, sehr kleinen Stück ran. Die cutten das wirklich komplett zusammen, dass sie mit einem kleineren Stück nur im Flat-Bereich sind und dann mit einer großen Hitze reingehen. Die machen auch eine starke Injection rein, damit wirklich ein großer Moist-Anteil wird, also damit viel Feuchtigkeit reinkommt und dann wirklich mit der Hitze schnell auf die Temperaturen kommen. Du hast natürlich dann die Herausforderung, wenn so ein Wetterumschwung ist, so ein Druckabfall ist, auf einmal 10 Grad Fahrenheit Wechsel ist, dass dann natürlich der ganze Smoker auseinanderläuft. Ja? Und dann hast du bei der Hot- and Fast-Methode halt ein größeres Risiko. Würdest du aufrüsten für nächstes Mal? Gibt es einen neuen Smoker oder ein neues Equipment? Also es gibt natürlich Überlegungen. Ich habe ja schon mit vielen Smokern gearbeitet. Ich habe auch schon mit besseren Smokern gearbeitet, als was ich jetzt hier aktuell hier habe. Es gibt natürlich Überlegungen, aber man muss auch mal schauen. Man muss sich danach immer einsmokern. Ja? Also das erste Ergebnis bei so einem neuen Smoker ist meistens eher, ich drücke es mal nett aus, eher durchschnittlich oder unterdurchschnittlich, also katastrophale Ergebnisse in der Regel am Anfang. Man muss sich dann einfach erstmal einsmokern. Deswegen, man muss mal schauen, wie wir es machen wollen. Ich mache jetzt Gedanken, ich werde jetzt auch mit dir und dem anderen vom Team nochmal mich zusammensetzen und dann einfach nochmal schauen, was sind so die Pros, die Kontras, was machen wir besser, was machen wir nicht besser. Hat mir gestern Abend schon Gedanken gemacht, aber irgendwann bin ich dann auch einfach umgefallen und eingeschlafen. Aber das muss man jetzt einfach mal nachbewerten, auswerten und dann machen wir den typischen deutschen Ansatz. Wir analysieren das natürlich erstmal schön. Deutsche Präzision und Texas Hard hier. Also 2027 heißt das dann, hast du schon einen Song für nächstes Jahr? Müssen wir den Song wechseln vielleicht? Also die ersten 10 habt ihr ja gesehen, die haben ja so einen Song gekriegt und mussten mit diesem Song einlaufen. Und unser Ziel ist, dass wir zumindest vielleicht mal zweistellig sind nächstes Jahr, oder? Das kriegen wir hin. Also zweistellig, ja, Platz 99 wäre schon schön. Das wäre natürlich wirklich die Herausforderung. Ich denke, das ist ein reales Ziel. Ja, denke ich auch. Also seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns 2027 wieder. Alright, ladies and gentlemen. Das war der Barbecue-Wettkampf, die National Championships hier in Austin, Texas. Ich hoffe, es war amüsant, es war unterhaltsam, es war nicht ganz so langweilig, weil, wie gesagt, man kann das halt nicht die Atmosphäre so einfangen. Jetzt sind wir auch keine Profifilmer, ne? Und man kann diesen Geruch, ne? Ich finde, wenn das irgendwann mal geht auf YouTube, ne, da hat man so einen Geruch von diesem Smoke, der die ganze Zeit über diesem Platz war liegt. Das ist einfach geil. Aber jetzt ehrlich, so oft wie wir jetzt in der letzten Zeit Brisket gegessen haben, durch das ganze Testen und Üben. Also jetzt brauche ich bestimmt mal wieder eine Woche, wo ich keinen Brisket esse. Oder 2. Komm, lass Panda Express. Oh, lecker. Erstmal Orange Chicken. Also hat die Tina recht. Ne? Also wir haben jetzt so viel Fleisch und Brisket gegessen, ne, was ja wirklich geil ist. Ne? Aber ich habe mich daran... Heute gab es bei uns Mohrensüppchen. Mohrensüppchen. Mit Chicken, ja, genau. Aber das ist einfach so. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Wir hatten ein super Team. Die Atmosphäre war Bombe. Ne? Ja. Wir haben es trotzdem ernst genommen. Ne? Wir haben viel Bier getrunken dabei. So gehört sich das. Und, ich bin mir sicher, es gibt einen zweiten Teil im Jahr 2027. Wenn ihr dabei sein wollt, seid dabei. Ja, also vielen, vielen lieben Dank für euer Dabeisein und für alles, was ihr immer für uns tut, für jeden Kommentar, für alles. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind zu Weihnachten oder Ostern. Und ja, hast du noch irgendwas? Ja, tschüss. Ciao. Bis später.